Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ihr dürft heute eine Nachricht aussuchen. Ich nehme das Schutzengel-Tarot heute mal. Das hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Und wir nehmen eine Pflanze. Und wir nehmen die Engel der Blumen, die Blumen der Engel. Mal hier ein rosa Auswahlorakel. Und wir nehmen eine Nachricht für dich. Ach, ich habe noch ein rosa Deck. Das ist hier was, möchte dir deine Seele mitteilen. So, dann würde ich sagen, wählt euch eine Seite aus. Ich würde hier diese nehmen. Schauen wir, was sich darunter verbirgt. Wir haben friedliche Zeiten, stehen uns bevor. Hier hat man vielleicht mit irgendetwas gekämpft und die Karte sagt, die Stürme der Vergangenheit, die sind vorbei. Es wird nicht mehr so stressig sein, wie es war. Es gibt glücklichere Zeiten, die auf uns warten. Und es ist etwas auch in greifbarer Nähe, ne? Es ist kurz vor dem Durchbruch sozusagen. Das passt jetzt hier auch sehr gut, denn erstens geht es hier um die Lebensreise. Zweitens kann es auch sein, dass es etwas mit Reisen zu tun hat. Aber hier ist auch Kreativität und Karriere, also irgendetwas Neues. Hier bringt jemand Licht ins Dunkel. Hier hat man vielleicht auch das Bedürfnis, etwas komplett zu erlernen. Und wir haben noch die Bereitschaft, damit anzufangen. Auch wenn man denkt, vielleicht traue ich mir das nicht ganz zu. Mach es, probier es, weil diese Karte repräsentiert einfach auch etwas im Leben, das ausprobiert werden darf, ne? Wo man hin will, wo man sich selbst überzeugen kann, was man alles kann. Und man darf einfach mal anfangen damit. Dann haben wir hier den Hüter der Emotionen. Hier ist es wichtig, dass man eine gewisse Reife hat, weil es die Situation erfordert. Und die Karte sagt auch, dass Herausforderungen und Probleme gelöst werden. Man hat hier vertrauensvolle Menschen um sich herum. Und die Karte weist auch auf einen Menschen hin, der großzügig ist, kultiviert, auf den man sich 100% verlassen kann. Aber das könnte auch etwas sein, das wir in uns haben, eine Eigenschaft. So, dann haben wir die Brunnenkresse. Hier geht es um unsere Emotionen, um das Wasser. Und die Karte sagt, dass in uns das ganze Meer ist und das Wasser uns auch jeden Tag segnet, dass unsere Gefühle frei fließen dürfen und wir vertrauensvoll im großen Fluss des Lebens baden können. Das Löwenmäulchen, lasse alle Wut los. Hier ist es so, dass man negativen Worten keine Macht gibt.
sondern dass man das höhere Selbst sprechen lässt. Und es geht hier vielleicht auch darum, verbal mit etwas Frieden zu schließen. Weil wir haben ja hier auch friedlichere Zeiten. Das heißt, wo man nicht im Frieden war, ist vielleicht noch irgendwas, wo man innerlich wütend drauf ist. Wir haben hier den Hinweis auf die Emotionen. Ja, und das ist auch wunderbar, denn hier beginnt etwas Neues. Und es ist wichtig, den ersten Schritt zu tun. Manchmal ist es ja auch so, dass das, was man noch nicht so richtig sieht oder wo man noch was lernen muss, dass das ein Berg darstellt, wo man denkt, das schaffe ich vielleicht nicht. Und hier geht es darum, dass man den großen Berg in Einzeletappen teilt. Das passt jetzt auch wunderbar. Hier sind nämlich die finanziellen Themen. Man soll vorbereitet sein, wenn Unerwartetes auf einen zukommt. Und hier ist noch Zwacke, was für schlechtere Zeiten habt, denn unverhofft könnte da mal was reinflattern. Das doppelt sich im Prinzip, ne? Also spare etwas für schlechte Zeiten, ist hier der Hinweis. Wir nehmen noch ein Vögelchen. Der Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Wunderbar. Dann nehmen wir die andere Seite. Und wir gucken, was bei euch anliegt. Ja, hier habt ihr vielleicht eine neue Idee. Ihr dürft mit etwas beginnen. Es ist wichtig, dass ihr mit anderen kommuniziert und dass ihr euch nicht rausbringen lasst, wenn es irgendwelche Hindernisse gibt oder auch nicht entmutigen. Es geht dabei nur darum, den Plan zu perfektionieren. Hier ist die Intuition sehr wichtig bei dem, was ihr hier neu anstrebt. Und die Karte sagt, du kannst 100% auf deine Führung vertrauen, dass du in eine richtige Richtung gehst. Und du darfst deinem eigenen mehr glauben als Personen, die dir irgendwie gute Ratschläge geben wollen. Es ist auch eine Zeit, wo man nicht alles ausplaudert, dass einem niemand irgendwelche Ideen wegnimmt. Denn hier zeigt sich ein kompletter Richtungswechsel. Hier gibt es etwas Besseres, eine neue Richtung. Und auch wenn man jetzt denkt, oh, ich mag nicht oder so, dann wird diese Richtung am Ende viel bessere Früchte bringen. Und es geht in der Legung viel auch darum, sein eigenes durchzusetzen, sich nicht von anderen schwächen zu lassen bei dem, was man vorhat. Denn ihr habt hier auch noch die Wunschpflanze. Das ist sozusagen, dass man einen Wunsch manifestiert und zuguckt, wie er wächst oder wie er sich umsetzt. Ihr habt die Harmonie in der Familie. Es kann ja sein, dass es auch familiäre Themen sind, warum man nicht sein eigenes macht zum Beispiel. Und es geht auch darum, dass man vergangene Probleme, die man damit hatte, loslässt. Ihr habt hier eine sehr hohe Schwingung, denn mit der Schmucklilie spürt ihr die Veränderung der Energie der Erde. Und die Karte sagt, du bist nicht alleine damit, es geht vielen so. Also man wird sensitiver für irgendetwas. Der Grenzwächter. Hier geht es um Grenzüberschreitungen. Deshalb ist hier auch die Familienkarte mit dabei. Das kann eine Grenzüberschreitung sein, zum Beispiel was deine Zeit anbelangt oder das alles, was mit unerwünschter Beratung zu tun hat, das Reinreden in bestimmte Dinge. Und man darf hier gucken, wer überschreitet diese Grenzen allzu gern und allzu einfach. Ihr habt hier noch, dass man manchmal vergisst, dass man auf das, was man sich bereits erarbeitet hat, sehr stolz sein kann.
Das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.